Hallo und herzlich willkommen zur Antwort auf die Frage, ob Subboards mit einer oder drei Finnen besser sind. Wenn du vor der Wahl stehst, welches Subboard das richtige für dich ist, dann solltest du dich mit dem Fin-Setup auseinandersetzen. Wahrscheinlich ist dir selbst schon aufgefallen, dass es viele Subboards mit einer oder solcher mit drei Finnen gibt. Die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Fin-Setup ist vor allem für Anfänger nicht ganz leicht. Während bei Touring- und Racing-Boards ganz klar die Einzelfinne dominiert, stehst du vor allem bei den Allround-Boards oft vor der Wahl zwischen Subboards mit ein oder drei Finnen. Wenn du erstmal verstehst, welchen Zweck die Finnen erfüllen und welche Auswirkungen die unterschiedlichen Setups haben, ist das Thema aber gar nicht so kompliziert, wie du jetzt vielleicht noch denkst. Kommen wir zu den Unterschieden. Um diesen Unterschied wirklich zu verstehen, musst du dir zunächst über die physikalischen Auswirkungen einer Finne im Wasser klar werden. Aber keine Sorge, das klingt wissenschaftlicher und langweiliger als es ist. In erster Linie bewirkt nämlich jede Finne mit ihrer Oberfläche einen erhöhten Wasserwiderstand. Je mehr Finnen montiert sind, desto größer ist die Reibungsfläche und somit steigt der Widerstand im Wasser. Diese simple Tatsache beeinflusst die verschiedenen Laufeigenschaften deines Subboards in folgenden Kategorien. Zum einen die Geschwindigkeit. Die mögliche Geschwindigkeit deines Subboards hängt elementar von der Anzahl und der Größe der Finnen ab. Je weniger Finnen montiert sind, desto weniger Widerstand musst du beim Paddeln überwinden. Dementsprechend sind Subboards mit einer Finne wesentlich gleitfreudiger und somit schneller als Subboards mit drei Finnen. Die Spurtreue bzw. Geradeauslauf. Bei dieser Eigenschaft verhält es sich ganz ähnlich wie bei der Geschwindigkeit. Die Einzelfinne schneidet sich sozusagen durch das Wasser und bietet deutlich weniger Angriffsfläche als drei Finnen das tun. Deshalb laufen Subboards mit einer Finne wesentlich gerader und spurtreuer als Modelle mit drei Finnen. Das bedeutet in der Praxis, dass du bei einem Board mit Einzelfinne mehr Paddelschläge auf der gleichen Seite setzen kannst, bevor du wechseln musst. Dieser schnellere Rhythmus führt zusätzlich auch zu einer erhöhten Geschwindigkeit. Die Wendigkeit. In Sachen Wendigkeit liegen wiederum alle Vorteile beim Setup mit drei Finnen. Durch die größere Angriffsfläche sind die Boards mit drei Finnen wesentlich drehfreudiger als die Exemplare mit nur einer Finne. Zum Wenden benötigst du eben einen erhöhten Wasserwiderstand und nutzt diesen, um das Board zu drehen. Die Kippstabilität. Auch bei der Grundstabilität wirkt sich der höhere Widerstand der drei Finnen positiv aus. Durch die größere Oberfläche dieses Setups liegen die Boards mit drei Finnen stabiler im Wasser als die Subboards mit Einzelfinne und kippen bei Gewichtsverlagerung weniger leicht. Also sollten Einsteiger ein Sub mit einer oder drei Finnen kaufen. Wie bereits erwähnt, liegen die Vorteile der Modelle mit Einzelfinne hauptsächlich in der Spurtreue bzw. dem besseren Geradeauslauf. Dadurch kannst du mit diesem Setup, unabhängig vom Boardtyp, auch höhere Geschwindigkeiten erreichen und über einen längeren Zeitraum halten. Die Nachteile liegen in der schlechteren Wendigkeit und der reduzierten Kippstabilität. Die Subboards mit drei Finnen überzeugen mit einer besseren Wendigkeit und der spürbar höheren Kippstabilität. Je größer die Finnen sind, umso ausgeprägter sind diese Eigenschaften. Durch den stärkeren Wasserwiderstand der drei Finnen lassen sich diese Boards leichter und agiler drehen. Dementsprechend laufen diese Exemplare aber weniger spurtreu geradeaus und du musst beim Paddeln öfter und regelmäßig die Seiten wechseln, um den Kurs zu halten. Durch den langsameren Rhythmus der Paddelschläge bzw. durch die Pause beim Seitenwechsel erreichst du keine hohen Geschwindigkeiten. Seit einiger Zeit gibt es Subboards, bei denen alle Finnen abnehmbar sind. Somit brauchst du dich nicht mehr zwischen einem Subboard mit einer oder drei Finnen entscheiden, sondern hast beides. Die Boards mit drei abnehmbaren Finnen haben in der Regel zwei kleinere Seitenfinnen und eine größere Mittelfinne. Diese Anordnung nennt man in der Fachsprache 2+1 Fin-Setup. Schau dir gerne unseren Ratgeber auf der Webseite an, wo wir das Thema noch etwas genauer beleuchten. Außerdem gibt es dort bereits passende Boardempfehlungen für die unterschiedlichen Kategorien von Subs. Sowohl Allrounder-Subboards mit einer als auch solche mit drei Finnen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wenn du in Zukunft kein Video verpassen willst, dann würden wir uns über ein Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.